Die Geschichte von den schwarzen Bubben. Es ging spazieren vor dem Tor ein kolpech-rabenschwarzer Mohr. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fännchen in der Hand. Der Kasper kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Mohrchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolaus mit seinem großen Tintenfass. Der sprach: Ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruh. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Bubben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Mohr. Der Nikolaus wurde bös und wild, du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Bubben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Wilhelm und den Ludwig, den Kasper auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Bis übern Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolaus. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbubben hintendrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätt Nikolaus sie nicht schwarz gemacht. Das Ende.